Also im Sommer und im Herbst 89, da war da, also ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich einfach mal nichts gemacht habe oder so. Also das ging alles so schnell. Da ich ja nur halbtags arbeite, ging das irgendwie auch, und es war ja eine Revolution nach Feierabend mehr oder weniger. Also sagte ja schon, Programme geschrieben und ganz viel Dinge gemacht und ganz viel Diskussionen, ganz viel getroffen, ganz viel mit anderen auch vernetzt, also auch mit den anderen Gruppen in Erfurt. Und dann haben wir im September, als dann der Aufruf Neues Forum kam, weil das Neue Forum ja eher eine Dachorganisation sein sollte, also ein Diskussionsforum und nicht jetzt eine Gruppe, eine politische Gruppe in dem Sinne, habe ich dann gedacht, jetzt müssen wir das Neue Forum endlich mal hier gründen. Und wusste nicht, dass Matthias Büchner auch schon natürlich und andere auch schon anfingen, das Neue Forum zu gründen. Und ich saß dann also mit ein paar Leuten an meinem Küchentisch und wir haben überlegt, so, jetzt müssen wir das Neue Forum gründen. Daraus wurde dann nichts, weil ich das dann natürlich auch schnell erfahren habe, dass bei Matthias Büchner das auch passiert und dass der da auch Kontakt zu Berlin hat und so weiter. Und wir haben dann also im September schon uns mal getroffen bei ihm in der Wohnung. Das war so mit verschiedenen Leuten, also aus der Frauengruppe, aus der offenen Arbeit, aus Umweltgruppen, anderen Umweltgruppen noch und Umweltbibliothek und so weiter. Also alles, was in Erfurt so sich engagierte in Basisgruppen, da wir alle unter dem Dach der Stadtmission irgendwie zusammenkamen, kannten wir uns ja alle gut. Also aus allen Bereichen waren da also Vertreter dann bei Matthias Büchner, und das war genau an dem Tag, wo Bärbel Bohley das Neue Forum anmelden wollte und was nicht funktioniert hat, was abgelehnt wurde. Und das ist natürlich, im Nachhinein weiß man das dann alles, aber in dem Moment wusste ich das nicht oder wussten wir das nicht. Da waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, oh, seid vorsichtig, wer weiß, und ob wir hier wieder rauskommen, wenn wir das jetzt machen, ob wir werden bestimmt abgehört und dann werden wir, wenn wir nach Hause gehen, verhaftet und das ist noch zu gefährlich, das ist noch zu früh und wartet man noch und so weiter. Naja, da haben wir das erstmal nicht gemacht. Und also da waren IEMs dabei, ne? Ganz einfach. Die wir dann im Nachhinein, viel später, nach der Stasi-Besetzung natürlich, rausgefunden hatten. Ja, also solche Aktivitäten liefen da ab. Also das Neue Forum wurde natürlich dann trotzdem gegründet. Frauen für Veränderung gab es ja auch, oder haben wir ja auch dann noch sozusagen. Wir haben uns einen Namen gegeben, es gab es ja schon, aber wir haben uns einfach diesen Namen gegeben. Und dass den demokratischen Aufbruch gab es, dann gab es Veranstaltungen, es gab ja die Friedensgebete, ne, die jeden Donnerstag eigentlich in einer ziemlich kleinen Kirche waren. Die wurden, also diese Kirche platzte aus den Nähten und es wurde dann gesagt, dass also die Friedensgebete auch noch in anderen Kirchen stattfinden. Es gab einen Gottesdienst zum 7. Oktober, also zum Tag der Republik, also zum Geburtstag der DDR, ne, das war der 40. Jahrestag der DDR. Und da war es ja nun schon so, also ganz offensichtlich, dass hier wirklich gar nichts mehr geht. Und trotzdem haben einfach das Politbüro und die Funktionäre einfach gesagt, also ist alles in Ordnung und wir weinen eine Träne nach, wenn die gehen wollen, dann sollen sie gehen und es geht alles seinen Gang und der Sozialismus siegt und ja, die üblichen Parolen. Und das konnte natürlich nicht so weitergehen. Und da haben wir überlegt, also nicht wir, andere haben das überlegt, aber ich bin dann eben hingegangen zu diesem Gottesdienst, der dann wiederholt werden musste, weil er so voll war. Das ist noch nie, also das habe ich noch nie gehört, dass ein Gottesdienst wiederholt werden muss und auch wiederholt wird. Und das war schon ein toller Moment, weil, also ich hatte erst Angst, weil ob ich mit meiner Tochter hingehe oder ob ich es lasse, weil das Gerücht umging, und das war ja auch so, dass also die Kampfgruppen ringsrum stehen und dass auch
ja, Polizei und Bereitschaftspolizei und so weiter, dass das alles sehr schwierig ist und es war nicht klar, was passieren würde. Ne? Also es war ja einfach auch noch nicht klar, was in Leipzig passieren würde am 9. Oktober dann. Es war alles noch offen, ob mit Gewalt eingeschritten wird und mit Waffengewalt möglicherweise oder nicht. Also die chinesische Lösung war ja noch möglich. Und ich bin dann trotzdem hingegangen, allerdings ohne meine Tochter, die habe ich zu meinen Eltern geschafft, also in Sicherheit. Und es passierte Gott sei Dank nichts, sondern im Gegenteil, also nichts in dem Sinne von Gewalt. Aber es war das erste Mal, dass das Mikrofon geöffnet wurde, einfach so für Leute. Und das war das erste Mal, dass Leute nach vorne gingen und ihren Namen nannten und ihre Meinung sagten. Und das war einfach ein tolles Gefühl, das war einfach großartig, weil man hatte das Gefühl, man ging plötzlich aufrecht, richtig aufrecht und mit einem Selbstbewusstsein aus diesem Gottesdienst hinaus.